Mein Bruder und ich, wir waren früher im Fußballverein. Er war in der älteren Gruppe und ich war in der jüngeren Gruppe. Und es war oft so, dass wir dann an den Samstagen die Spiele hintereinander hatten. Und ich weiß noch, wie wichtig es mir war, dass auch er mein Spiel zuschaut. Und mein Papa macht auch immer so eine Laufrunde. Und auch er hat dann immer an diesen Spieltagen sich die Zeit genommen, in seiner Laufrunde extra dann dahin zu laufen, anzuhalten und auch die Spiele von der Seitenlinie aus mitzuverfolgen. Ich weiß noch, wie wichtig mir das war in meinem Spiel, dass ich mich dann umgeschaut habe. Okay, ist André da? Schaut André zu? Oder ist Papa auch schon da vom Joggen? Okay, jetzt geht's los. Jetzt will ich gute Leistung bringen. Jetzt bin ich doppelt motiviert. Und so checkte ich das immer so bei den Spielen ab. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus in seinem Dienst, in all seinen Strapazen, in all seinem Einsatz, dass ihm vor allem darauf ankam, dass Jesus zuschaut, dass er sich buchstäblich jetzt im Bilde gesprochen umdrehte und immer wieder vergewisserte, ist Jesus da, der mir zuschaut, das motiviert mich. Natürlich wusste er, Jesus ist immer da, ist bei ihm und ihm will ich gefallen. Schaut mal, das drückt er auch in diesem Vers aus in 2. Korinther 5, Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, ihm wohl zu gefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Wir suchen unsere Ehre darin, ihm zu gefallen. Im Gedankengang dieses Textes hat Paulus gezeigt, dass der Gläubige eine Sehnsucht hat, eine Sehnsucht nach dem neuen Leib, eine Sehnsucht nach Hause, nämlich daheim zu sein bei dem Herrn, und voller Freude und Hoffnung darf der Gläubige hier sein Leben in dieser Vorfreude leben. Und diese Sehnsucht nach Hause macht ihn nicht inaktiv und passiv, sondern wie Paulus das hier in dem Vers ausdrückt, wir suchen unsere Ehre darin, ihm zu gefallen. Ja, das beschreibt eine Bewegung, es motiviert ihn, es treibt ihn an. Egal in welchem Zustand ich bin, ich will meinem Retter Freude machen. Es ist mir wichtig, was er über mein Leben denkt, und das treibt mich an. Ja, was für ein toller Entschluss, den man fassen kann. Es ist mir eine Ehre, Herr, das zu tun, was dir gefällt, obwohl mich jetzt auch gerade keiner sieht, obwohl keiner applaudiert, nur für dich. Schön, dass du zuschaust, darauf allein kommt es mir an. Es ist mir eine Ehre, dir hier zu gehorchen, mich hier so zu verhalten, wie es dir gefällt, auch wenn keiner das mitbekommen wird. Es ist mir eine Ehre, Herr. Es ist mir eine Ehre, diesen Liebesdienst zu tun, auch wenn es ein Dienst im Verborgenen ist, den keiner sieht oder sehen wird jemals. Herr, du siehst es. Darauf kommt es an. Es ist mir eine Ehre, dir zu gefallen. Es ist mir eine Ehre, Jesus, dich hier einfach zu anbeten in dieser Situation. Das ist eine Lebenseinstellung, nicht wahr? Darauf kommt es an. Und Paulus begründet diese Lebenseinstellung auch mit dem nächsten Vers, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Dieser Vers 10 beschreibt diese treibende Motivation für Vers 9, denn es ist ein Termin, den ausnahmslos jeder wahrnehmen wird. Dieser Richterstuhl Christi, ja, das sogenannte Preisgericht und Lohngericht. In der Stadt Korinth gab es auch solchen Preisrichterplatz, wo Siegerehrungen abgehalten wurden, mit Sportlern oder auch zivile Urteile gesprochen wurden. Und die Korinther wussten, was Paulus hier mit so einem Richterstuhl meint. Bei diesem Richterstuhl, von dem Paulus hier spricht, geht es bei den Gläubigen aber dann nicht mehr um die Sünde, die hervorgeholt wird und verurteilt wird. Weil Jesus selbst sagt, ja, wer an mich glaubt, kommt nicht in das Gericht. Ja, eben in das Gericht, wo es um Verdammnis und Verurteilung von Unglauben geht. An dieser Stelle geht es hier vielmehr um Bewertung, Belohnung, Zeugnisausstellung des Lebens. Da wird ein Blick auf das Leben als Gläubiger geworfen. Wir müssen offenbar werden, heißt das in dem Vers. Das heißt, hier gibt es dann auch nichts mehr zu verbergen. Hier werden wir bis auf die innersten Motive durchleuchtet werden. Und da geht es dann nicht darum, dass wir uns vergleichen mit anderen irgendwie, ja, wie hat der oder der seine Aufgaben gemacht und seinen Dienst getan, sondern da geht es darum, wie habe ich es getan. Ja, da geht es nicht im Vergleich mit anderen, vielmehr muss ich mich hier selbst prüfen, meine eigene Motivation immer wieder hinterfragen, vor Gott ins Gebet bringen und sagen, bitte Herr, prüfe mein Herz, ja? Erkenne meine innersten Beweggründe. Am Ende kommt es dann darauf an, welchen Wert hat das in Jesu Augen. Schau, da war so ein junger
Klavierspieler, der ein großartiges Konzert gegeben hat. Am Ende stehen alle und applaudieren. Und er wird dann darauf angesprochen, wie er dabei empfindet. Und er geht das Ganze so recht nüchtern an und sagt, sehen Sie den alten Mann da drüben? Der applaudiert nicht. Ja, ist doch gar nicht so schlimm. Nee, das Problem ist, das ist mein Klavierlehrer. Ja, das ist das Entscheidende, worauf es ihm ankam. Welchen Wert hat es in seinen Augen des Klavierlehrers? Und wenn er sich nicht freut, wenn er nicht applaudiert, dann hat das Ganze natürlich ist der Wert relativ geworden. Also am Ende kommt es nicht darauf an, wer applaudiert, wie viele applaudieren, sondern ob es Wert hat in Jesu Augen. Ob er, im Bilde gesprochen jetzt, sich darüber freut und applaudiert. Es geht wirklich darum, jetzt aber auch nicht in Grübeleien zu verfallen, dass wir dann mutlos und resigniert sind, weil wir ja nie die richtigen Motive in unserem Dienst haben, weil es immer irgendwie was Falsches gibt, Sündiges gibt, weil ich ja nie an diesen Punkt kommen werde. Darum geht es jetzt nicht, dass wir in solchen Grübeleien verfallen. Es geht einfach darum, dass wir uns immer wieder neu prüfen, den Herrn ehrlich sagen, Herr, hier ist mein Herz, durchleuchte mich, prüfe mich, ich möchte diese Sache für dich tun, dass es Wert hat in deinen Augen. Das ist mir eine Ehre, dir allein zu gefallen. Darauf kommt es an. Wir suchen unsere Ehre darin, ihm zu gefallen. Diese Tatsache, diese Aussage sollte etwas mit meiner Tagesgestaltung heute machen. Wie werde ich das heute umsetzen? Wir sind noch nicht zu Hause. Lasst uns ihm gefallen. Lasst uns sehnsuchtsvoll nach Hause schauen. Wir dürfen hier voller Vorfreude und Hoffnung auch sein und aktiv uns daraufhin bewegen. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann ist dieser Termin, von dem wir heute gesprochen haben, vor dem Richterstuhl Christi, kein guter für dich, weil es nämlich dann dort sehr wohl um deine Lebensschuld geht, die du ja immer noch mit dir trägst, die dir noch nicht vergeben wurde. Und das Ganze wird dann für dich in Verdammnis und Verurteilung enden. Deswegen darfst auch du heute im Glauben dich an Jesus wenden, dass er dir deine Lebensschuld vergibt und dass er dein Anwalt in diesem Sinne wird, der für dich eintritt, dass du mit ihm in eine Gemeinschaft treten kannst, wo du auch dieses Verlangen dann bekommst, mit ihm zu leben, ja, bei ihm zu Hause zu sein, weil dort hast du dein wahres Zuhause dann. Das ist die Einladung eben in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Tag.